Mal sehr gespannt, ob er angeht. So wie beim Auto. Ja, weiter. Jetzt mal mitkommen, was wir schon gemacht haben. Das ist ein 14 PS Schredder. Der ist nagelneu, ist von Jansen, heißt GTS 2000 Pro. Hat einen Elektrostarter mit drin und einen Viertaktmotor, tankt E10, soweit so gut. Das Ding ist relativ schwer, wiegt, ich glaube, eine Vierteltonne, wie es da kommt. Man kann es aber ziehen mit einem Anhänger, man kann es sogar drücken. All das haben wir gemacht. Das ist die Aufgabe, die so viele Männer vielleicht zu Hause liegen haben. Man hat so Grünschnitt, irgendwann hat man den mal auf den Haufen gelegt. Da kommt noch mehr Grünschnitt rein, der liegt dann da hinten. Und hier ist noch mehr Grünschnitt. Und der ist relativ dick von der Astdicke her. Und da habe ich mich im Internet mal ein bisschen umgeguckt. Und Jansen kam mir sofort in den Gedanken. Hier ist Marlene, du standst mit unserem Elektroschredder eine gewisse Zeit lang, hast probiert, das zu schreddern. Es war witzig. Er hat es nicht gepackt, obwohl er 380 Volt hatte. Ein Riesending. Hat es irgendwann, oder? Irgendwann war vorbei. War vorbei. Jetzt haben wir das Teil hier. Also es steht drauf, ich kann es euch mal zeigen. Man soll mit Gehörschutz arbeiten. Man soll eine Brille anziehen. Das muss man auch. Handschuhe tragen und das Handbuch lesen. Das haben wir gemacht. Da sind ein paar Sachen zu beachten. Das Ding hat sage und schreibe 108 dB Lautstärke. Also es ist wie so ein startender Düsenjet. Echt, ja. Und was man auf keinen Fall machen sollte, man sollte hier in diese Walze hier auf keinen Fall eine Katze oder sowas reinschmeißen, weil oder irgendwas Lebendiges. Man sollte auch auf keinen Fall, das steht hier vorne drin, dass dieses Schildchen da die Hand reinstecken. Mhm. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal relativ oft gemacht, weil es wollte einfach nicht vorangehen, oder? Das war so. Also man darf so ein bisschen davon reinstecken. Man sieht ja auch, dass es da kommt, aber das Teil kann richtig ziehen. Das habe ich zumindest auf Videos gesehen. Wir haben es noch gar nicht ausprobiert. Wir haben hier vorne ist der Auswurf. Bist du schon gespannt? Ja. Ja. So, hier vorne kann man den Auswurf dann noch verändern. Auch hier steht drin, nicht reingreifen. Und jetzt haben wir mal uns überlegt, jetzt stellen wir da mal so eine Tonne drunter. Auch da gibt es übrigens von Jansen noch so einen Traktor, einen kleinen. Den kann man dann auch noch später kaufen, aber im Moment ist das nicht so wichtig. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo die Batterie ist. Aber das werde ich irgendwie rauskriegen. Es ist auf jeden Fall eine Batterie drin. Jetzt fragt mich aber nicht wo. Normalerweise finde ich immer alles direkt, aber sie ist irgendwo hier drin verbaut, denn das ganze Teil hat einen Elektrostarter. Marlene, magst du es mal anmachen? Soll ich dir mal erklären, wie es funktioniert? Also Schlüssel drehen? Ja, nicht ganz. Hier vorne ist ein Notschalter. Aha. Der ist jetzt quasi gedrückt. Jetzt ist die Maschine aus. Mhm. Und wenn du seitlich drehst, geht er an. Und jetzt ist die Maschine startbereit. So, jetzt hat er einmal einen Seilzug. Den brauchen wir aber nicht, weil wir haben in der Batterie eingebaut, die irgendwo ist, wo ich nicht weiß, wo sie ist. Aber im Handbuch steht bestimmt drin, wo sie ist. Aber sie ist da, ansonsten wird sich ja das Ding nicht drehen. Ah, ich weiß wo. Ich glaube, da unten drin. Da ist die Batterie drin. Da geht zumindest mal ein Kabel hin. So, oben wir haben aufgefüllt. Das ganze Ding kann E10. Und wir haben jetzt reingefüllt Super Plus. Keine Ahnung, 102 oder sowas. Also das Beste vom Besten haben wir jetzt reingemacht. Aber es ist echt gefährlich. Hier vorne ist noch ein Luftfilter mit drin. Der ist ziemlich cool. Der heißt Quad Clean. Und wenn man tankt übrigens, dann ist da noch so ein kleiner Filter mit drin, wie ihr seht. Ich habe also randvoll getankt. Und ja, wir haben ihn eigentlich besorgt, weil wir in der Firma ein Grundstück haben und da wachsen die Bäume irgendwie unvorstellbar. Ja, hier ist der Starter wie beim Auto. Und jetzt musst du Folgendes machen, da die Maschine relativ warm ist, das ist der Choke. Choke bedeutet, er verbrennt mehr Benzin. Kommt noch von früher, brauchen wir heute bei Autos nicht mehr. Das muss man machen, wenn er kalt ist. Also man kann hier jetzt reinmachen und das ist on-off. Das heißt, hier ist das Benzin an-aus. So, jetzt du magst vielleicht mal drehen. So, das allererste Mal. Mal sehr gespannt, ob er angeht. So wie beim Auto. Ja, weiter.
ist der Luftfilter. Dass der so ansaugt. Gerade gucken, wie der aufgeht. Da ist er auf. Warte. Da ist er auf. Da kannst du richtig sehen, wie schmutzig das Ganze ist. Aha. Klar, wenn hier der ganze Staub und so weiter aufnebelt, dann hat er außen nochmal so ein Vlies und in einem Papierfilter. Aber funktioniert. Quad Technology. Ich glaube, den musst du auch ab und zu mal dann reinigen. Kannst du das dann einfach abwaschen oder musst du den wechseln? Aber ich glaube, so wie ich das gesehen habe, war das so ein Vlies. Das kannst du, glaube ich, auswaschen. Okay. Ja. Aber das steht wahrscheinlich im Handbuch drin. Kann man selber gucken, wie man den Luftfilter zumacht. So. Es ist so viel selbsterklärend. Also bei der Kiste. Wir zwei sind schon richtig Freunde geworden. Einmal ist mir ein Vlies mit reingerutscht und das sollte man nicht machen. Oh. Und das Vlies führt dazu, dass der Auswurf verstopft wird. Und dann öffnet man hier die 4 Schrauben und dann kann man das ganze Zeug wieder rausnehmen. Das ist das Zeug, was da drüben runtergefallen ist. Dann nimmst du einfach einen 16er Schlüssel, öffnest das Ganze und fertig. Deswegen lag der Schlüssel hier, hat mich schon gewundert. Ja. Der nächste Korb. Uiuiui. Aber es macht sogar noch Spaß. Das Problem ist, dass du normale Äste kannst du super schreddern, aber sobald du auf das Thema Tannen oder sowas kommst, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich zeige euch mal gerade hier den Schredder selber. Motor ist ja aus. So sieht das Werk aus. Und falls mal was dran sein sollte, kann man auf jeden Fall schön sehen, da ist dann eine Klinge mit drin und die hat so viel Power, so viel Volumen, dass die einfach alles nur noch zerschlägt. Also es ist echt der Hammer. Und da kann es natürlich passieren, weil es sich hier der Trichter ein bisschen verengt, wenn man da jetzt irgendwelche Äste und Gehölz irgendwie reinstecken möchte, also keine ganzen Stämme, dass man mit einem großen Stamm einmal nachschießen muss. Und das habe ich jetzt gemacht. Gerade eben. Also ich denke mir, es ist eigentlich, wenn der Trichter drauf ist, unmöglich reinzukommen. Die Gefahr ist halt natürlich immer, dass der Arm mit reingezogen wird. Also man sollte nicht reingreifen. Aber ich glaube, man wird da mit der Zeit auch ein bisschen schlauer. Aber ich bin von der Qualität und von der Geschwindigkeit absolut beeindruckt. Ich muss wirklich sagen, das ist ein ziemlich hartes Teil. Wenn ich überlege, was wir für ein Ärger vorher hatten mit dem anderen, weißt du noch? Wo wir gedrückt haben, ist irgendwie nichts passiert. Und hierbei geht es eigentlich fast wie von selbst. Ja, was glaubst du denn, wie das... unser Holz ist ja jetzt natürlich, hat ein bisschen gelegen und ist getrocknet. Wenn du das mit einem frischen Grünschnitt... Ist wahrscheinlich noch härter, also ich kann es nicht sagen. Also das liegt jetzt schon ein bisschen rum. Ich habe ja eben den Tannenbaum probiert, das geht natürlich gar nicht. Da muss man alle Äste vorher abschneiden. Das war halt eher so ein Gag, dass wir den probiert haben. Ja, ich habe schon gesagt, das war gute Qualität. Ich weiß nicht, wo wir den gekauft haben. Der wär bestimmt, ich glaube, wenn der jetzt trocken gewesen wäre, der hätte sogar noch funktioniert. Du meinst also kurz nachdem wir den entkleidet haben, entschmückt hatten? Es ist Gartenarbeit, macht Spaß. Also wirklich mit Jansen. Mit dem Jansen GTS 2000 Pro macht sich die Gartenarbeit fast wie von alleine. Man muss halt nur ab und zu mal mit einem festen, dicken Stock nochmal nachdrücken, wenn es Äste sind. Aber das Teil ist schon ultra. Also ich liebe auch diesen elektrischen Antrieb. Hier vorne sieht man auch nochmal die Riemenübertragung. Die ist hier drauf. Das Ganze hier ist riemengesteuert und liegt also nicht direkt an, sodass, wenn es mal tatsächlich zu einer
zu einer Blockierung unten von dem Werk kommen sollte, dann fliegt nicht gleich alles auseinander, wie jetzt bei einer Kette oder so. Cool. Der ist auf jeden Fall von außen auch gut zugänglich. Ich weiß nicht, wie er aufgeht, steht im Handbuch drin. Werde ich mich mal mit beschäftigen. Ja, ich bringe jetzt mal den zweiten weg und dann machen wir weiter. Okay, bis gleich. Ein geiles Teil, oder? Also eins ist klar, man sollte nicht zu dicke Äste reinmachen, aber es war ja auch nur mal ein Test. Wir wollten mal wissen, wann sie aufgibt. Ja, klar. Also wie viel war das denn ungefähr? Durchmesser, ich schätze mal 15, 16 Zentimeter? 16 Zentimeter, ja. Ich glaube, also 12 sind zugelassen, aber es kann auch nicht viel passieren. Es ist eine Kupplung mit drin. Die stoppt, ne? Ja, stoppt dann. Hier unten sind noch so Schmierpunkte, da kann man das Ganze abschmieren. Da ist das Teil mit drauf, aber ich bin ziemlich angetan, denn die dicken Äste hätte man niemals durchbekommen. Das ist so. Und jetzt ist die handelsüblichen Gartenhäcksler, ne. So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Zeug? Ah ja, was ich gesagt habe schon, jetzt kannst du damit schön den Garten dekorieren, ne? Garten dekorieren? Die Beete hier schön. Will ich das? Abdecken. Das ist ja wirklich in so 2 Sekunden drüber geschüttet. Meinst du? Quasi. Dann geht aber das Ganze, müssen wir vorher ein Vlies legen und alles, was da ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich. Ja, was machst du jetzt damit? Liebe Firma Jansen, also jetzt Idee war, kommt auf den Kompost und okay. Dann dauert es halt ein bisschen, die Schnipsel kompostieren. Wir haben ja 3 Stufen, da kannst du ja 3 Stufen Kompost, da kannst du dann ja tatsächlich das, was länger dauert, in einem Behälter tun. Und ach krass, wie schnell der ist. Also es ist wirklich jetzt nicht viel passiert. Aber er hat so viel Power, man muss schon echt aufpassen. Und man sollte Handschuhe tragen und ich habe dann noch am Schluss natürlich... und die Brille vor allem, weil... Also die Brille auf jeden Fall, weil ich wollte ja wegen dem Video vielleicht doch keine Brille, aber es macht Sinn. Zeug fliegt auch rum. Fliegt auch rum, ja. Absolut. Also egal welche Brille, zieht euch eine Brille an oder einen Schutz. Ich bin sichtig geschafft, muss man sagen, nach 3 Stunden Jansen GTS. Wie heißt das Ding? Das Ding. 2000. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr gucken, komm mir genau. Ist der Haufen weg. Also es ist ja so ein bisschen Rest da, aber den könnt ihr zusammenkehren. Ich habe die Problematik gefunden und man darf, also tot für die Maschine ist, kleine Weidenäste reinzumachen, ganz dünne, ungefähr die so aussehen. Wenn man davon ganz viele reinmacht, dann bleiben die hier drinnen stecken. Jetzt mal ehrlich, es kommt ja auch keiner auf die Idee, außer ich, dünne Weideästchen in einen 15 PS Gartenschredder reinzustecken. Das funktioniert übrigens auch, wenn man anschließend so ein bisschen wie Zähneputzen halt so einen fetten Baumstamm durchjagt. Dann jagt er praktisch alles mit. Okay. Aber das sind so Opportunitätskosten, die man am Anfang lernt. Aber ansonsten hat das Ding alles platt gemacht. Kommt mal mit, kann ich das mal zeigen. Also ich habe es ja nochmal rübergetragen. Das sind die Haufen. Die Fliegen freuen sich des Lebens und ich hoffe, dass es bald regnet und zu dem Zeug hat das Ganze das verarbeitet. Und es war ein Riesenhaufen, also du hast ja selber gesehen. Ja, ich meine, die Bereiche hier waren ja leer, ne? So ungefähr wieder links. Ja, so halb voll. Aber, ja, aber die fallen jetzt auch wieder in sich zusammen. Okay, du meinst, also, da ist ein bisschen Luft drin. Ganz ehrlich, in einem Jahr ist das da Erde. Wir können ja in einem Jahr nochmal gucken. Ja, okay. Aber wir wollten doch eigentlich sagen, wie das Gerät denn heißt. Also es heißt Jansen GTS 2000 Pro, jetzt kann ich es lesen, ist eine Firma aus Deutschland und das Gerät haben wir irgendwie vor, ich glaube, 6 Wochen bestellt. Es war irgendwie zwischendurch, war der Container stecken geblieben. Auf jeden Fall ist es jetzt da und das Ding ist jeden Cent wert. Das ist echt cool. Und ja, vielen Dank nochmal für Jansen, für die Bereitstellung von dem Teil. Und jetzt heißt es hier zusammenhaken. Und da waren ja die Haufen. Das habt ihr alles gefilmt. Alle Haufen weg. Ja, das ist jetzt, endlich sieht man den Boden man muss wieder. Jetzt noch ein bisschen aufräumen. Die Hunde sind schon dran, siehst du? Ja klar, die schauen jetzt nach, ob da nicht doch noch irgendwie ein paar Mäuschen oder so dazwischen sind. So. Alle sind auf jeden Fall jetzt am Graben. Ja, Bella ist da so der Fan davon. Ne? Also dann wissen wir sofort, wenn wir irgendwelche Wühlmäuse im Garten haben. 8. Juli 2022. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich mal beim Arbeiten was ganz Neues. Und danke Marlene für die Kamera. Gerne. Ciao. Ciao, ciao.